Guten Abend und herzlich willkommen zu Licht als Signal. Aus Singapur grüßt Sie Ben Schmidt. Ein Disneyland mit Todesstrafe, sagte William Gibson. Ein 80-stöckiges Hochhaus auf sumpfigem Boden, sagte der Staatsgründer Lee Kuan Yew. Wir befinden uns hier in Marina Bay Sands, einer dem Meer abgetrotzten Landmasse, 1 Grad nördlich des Äquators, 7 Zeitstunden östlich von Ihnen in Lüneburg. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie hier Licht als Signal funktioniert. Und währenddem reden wir über Glühwürmchen und reden wir darüber, wie wir sie zur Rückkehr verführen können. Es ist keine gute Welt für Glühwürmchen. Hier auf den Inseln um Singapur herum brennt seit Monaten der Regenwald. Aus den schwelenden Torfböden in Sumatra und Kalimantan steigt giftiger Rauch in die Atmosphäre, verdunkelt die Sonne und legt eine toxische Dunstglocke über ganz Südostasien. Ein immenser Verlust an natürlicher Vielfalt, eine katastrophale Verarmung unserer kollektiven Umwelt. Zum Ausgleich bekommen wir billiges Palmenöl in unsere Supermarktregale geliefert. Keine gute Welt für Glühwürmchen. Schon jetzt sind 19 Menschen gestorben, 500.000 leiden an Atemwegserkrankungen, etwa 100.000 werden eines vorzeitigen Todes sterben. Ein Naturparadies steht in Flammen. Wie viele Glühwürmchen gestorben sind, hat keiner gezählt. Hier in Singapur gibt es keine Glühwürmchen. Vielleicht, weil es zu viele blinkende Lichter gibt. Aber 1 Stunde nördlich von hier im Flugzeug, entlang den Flüssen in Kuala Selangor in Malaysia, sind kilometerweit die Mangroven voll von ihnen. Dutzende von magischen Lichtern glühen und blinken in jedem Busch. Unser Bootsführer erzählt mir aber, in seiner Kindheit waren es nicht Dutzende von Glühwürmchen, es waren Hunderte, es waren Tausende. Fast immer sind Geschichten von Glühwürmchen, Geschichten von Idylle und Verlust. Kindheitserinnerungen und laue Sommerabende und die melancholische Ahnung, dass etwas vorbei ist, vielleicht unwiederbringlich. Die Geschichte der Moderne ist ebenso sehr eine Geschichte des Fortschritts wie eine Geschichte dessen, was wir verloren haben in diesem Fortschritt. Pier Paolo Pasolini sprach fast obsessiv von Il ritorno delle lucciole, die Rückkehr der Glühwürmchen. Francesco Mariotti baut seit vielen Jahren hybride Gärten. Aus Plastikprodukten, die jedermann im nächsten Baumarkt oder im Elektronikhandel kaufen kann, entstehen natürlich künstliche Paradiese, artifiziell blinkende Biotope, die einem Hauptzweck dienen, die Glühwürmchen zur Rückkehr zu verführen. Francesco bezeichnet sich als einen pathologischen Optimisten. Es geht darum, die Wunden der modernen Welt zu heilen. Es geht darum, eine Schuld an der Natur zu begleichen. Als Francesco 13 Jahre alt war, erzählte er mir, verbrachte er die Sommerferien im Dschungel in Tingo Maria in Peru. Als Weihnachtsgeschenk hatte er von seinen Eltern ein Gewehr bekommen. Er erzählt: Ich erinnere mich, dass ich eines Tages allein mit meinem Gewehr in die Hügel ging. In dem enormen Grün um mich herum erspähte ich einen kleinen bunten Vogel. Ich näherte mich, soweit ich konnte, zielte und schoss. Es war mir, als erbebte das ganze Universum in diesem Augenblick. Der kleine Vogel löste sich in winzige Partikel vielfarbiger Federn auf. An jenem Tag habe ich einen Fehler gemacht und ich bereue ihn seitdem. Ich bin mir nicht sicher, ob es an jenem Tag liegt und an meinem Schuss, aber ich empfinde eine unendliche Schuld an Schönheit und Harmonie. Ich bin enorm skeptisch gegenüber der menschlichen Natur und der Technologie seitdem. Das Paradox besteht darin, dass ich technologische Produkte in meiner Kunst verwende. Die Rückkehr der Glühwürmchen. Nicht eine pur nostalgische Fantasie. Nicht ein rousseausches Sehnen zurück nach einem Naturzustand, den es nie gab. Aber auch nicht das Gegenteil. Auch nicht die Affirmation dieser Gegenwart, in der wir so viel verloren haben.
Was wir in unseren Supermärkten kaufen, zerstört in Indonesien mehr als nur einen kleinen bunten Vogel. Es zerstört eine Welt. Und doch sind es die Plastikprodukte unserer Wegwerfgesellschaft, mit denen Francesco die Glühwürmchen zur Rückkehr bewegen möchte. Und so haben die hybriden Gärten auch einen dunklen Gegenpart: die Larvenzucht. Dort im hybriden Garten ein artifizielles Paradies, ein magisches Biotop, eine Verführung durch Licht. Hier in der Larvenzucht geometrisch angeordnete Batterien, eine kalte technokratische Fantasie, ein Ort von Disziplin durch Technik. Wie oft versuchen wir, was wir verloren haben, fast mit Gewalt zu verleugnen und zu ersetzen durch eine Fantasie, ein Simulacrum dessen, was wir zerstört haben. Die Bayerische Staatskanzlei in München, kalt, nüchtern, rationell, im Innersten dieses modernistischen Baus aus Glas und Stahl finden wir das Gegenteil. Eine altbayerische Zirbelstube, ein hölzernes Simulacrum traditioneller Gemütlichkeit. Doch glauben wir wirklich darin, einen Ersatz zu finden für unsere tief empfundene metaphysische Heimatlosigkeit? Eine der gigantischen Malls in Jakarta, neben den Rolltreppen, neben dem Airconditioning, Bambusmatten und Lehmziegel. Versatzstücke dörflicher Bauweise, ein Marketingappell an die Nostalgie junger Großstädter für die dörfliche Herkunft ihrer Eltern. Glauben wir wirklich darin, einen Ersatz zu finden für die Wärme menschlicher Beziehungen, welche die soziale Atomisierung in der globalen, dominanten Marktwirtschaft zu kappen droht? Für 300 € können wir im Internet 1 Gramm D-Luciferin bestellen. Dies ist das biolumineszente Substrat der Luciferase, mit der Glühwürmchen ihr magisches Licht erzeugen. Aber glauben wir, in der Verfügbarkeit von D-Luciferin im Internethandel einen Ersatz zu finden für Sommerabende voller Glühwürmchen? Können blinkende Leuchtdioden in PET-Flaschen eine Welt heilen, die an Hyperkonsum und Entfremdung krankt? Hybride Gärten einerseits, Larvenzucht andererseits. Beide Male geht es darum, Glühwürmchen erscheinen zu lassen. Aber es macht einen Unterschied, ob wir die Glühwürmchen züchten oder ob wir sie anlocken. Ob wir sie quasi industriell produzieren oder ob wir sie zum Erscheinen verführen wollen. Die wirkliche Frage ist, ob es uns gelingt, die Bedingungen heraufzubeschwören, biologisch wie spirituell, in denen sie sich vielleicht bei uns wohlfühlen. Warum also Licht als Signal? Francesco hat mir vor Jahren einen Hinweis gegeben. Erfurt spätabends an der Predigerkirche. Er bleibt plötzlich stehen. Ich folge seinem Blick. Auf dem Kirchenportal in großen Lettern ein Satz von Meister Eckhart. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ich frage mich, was dieser Satz bedeutet. Was heißt erfasst? Heißt es, dass die Finsternis das Licht nicht verstehen kann oder dass sie ihm nichts anhaben kann? Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Aber auch dies ist wahr. Das Licht versteht die Finsternis nicht. Das Licht braucht die Finsternis. Die Frage bleibt: Licht und Finsternis. Wie können wir die Glühwürmchen zur Rückkehr bewegen?